Katharina! Simone! Ihr könnt jetzt rauskommen. Das wäre super. Ey, das ist nicht lustig. Okay, das ist lustig, aber ich glaube, wir haben alle genug gelacht. Mir ist auch ehrlich gesagt jetzt ein bisschen kalt, ja? Hey, wenn ihr mein Portemonnaie wollt oder das Handy, kein Problem, schnappt euch, was ihr wollt. Aber gebt mir bitte meine Klamotten zurück. Verdammt! Hände hoch! Kannst die Hände wieder runternehmen. Los! Es ist nicht das, wonach es vielleicht aussieht. So? Wonach sieht es denn aus? Ja, ich bin kein Exhibitionist, oder? Sondern? Ich war baden. Baden. Um diese Jahreszeit? Ja, klar, ja, weil Abhärtung ist besser als Schnupfen, nicht wahr? Also, es hat mir jemand einen ziemlich üblen Scherz gespielt. Ich habe jetzt keine Klamotten mehr und wenn ich die beiden Kühe erwische, dann... Kühe? Was für Kühe? Ja, die haben mir was von ihrem Grizzly erzählt. Hab ich natürlich die Geschichte von der Boa ausgepackt und dann... Boa? Hören Sie, es wäre ganz reizend, wenn Sie mich vielleicht nach Düsseldorf bringen könnten. Dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte, okay? Bitte. Du musst dich für Gregor einspringen. Der kommt ja öfter mal zu spät. Ja, wenn er denn mal kommt, ne? Was lässt ihn auch alleine im Wald? Was, wenn der böse Wolf ihm über den Weg gelaufen ist? Miriam, das waren eher zwei scheue Rehe und da ist in Gregor gleich der Jäger erwacht. Ne? Ich dachte, das hätte er hinter sich gelassen. Ich geh schon. Psst, Judith! Gregor! Warum kommst du denn nicht? Das kann ich dir jetzt nicht erklären. Gib mir bitte meinen Ersatzschlüssel aus der Kassenschublade. Komm. Hier. Kein Wort zu Christian. Gregor? Cooler Knochen. Ja. Und? Wie war's? Ja, wie war's? Ein See, ein Boot, wir drei, die Sonne, die Dünung, der Himmel. Hey Gregor, vermisst du nicht was? Hey, seid ihr bescheuert? Merkt ihr noch irgendwas? Was sollte das? Sag mal, ist das der Dank dafür, dass wir deine Klamotten hier vorbeibringen? Warum habt ihr meine Klamotten überhaupt... Hey, vergessen wir es einfach, hm? Schwamm drüber. Naja, also ehrlich gesagt hat man schon ein schlechtes Gewissen. Die hat ja, was weiß ich, was passieren können, so ohne alles in der Wildnis, so. Naja, und leider sind wir nicht mehr dazu gekommen, die zu waschen und zu bügeln und den Reifen haben wir jetzt auch nicht mal aufgepumpt. Ja, was? Ohne alles in der Wildnis? Ja, klar, habe ich dir doch erzählt. Ich, der Naturfreund. Donnerwetter, ihr scheint ja richtig enge Freunde zu sein. Ich meine, wenn dir das nicht peinlich ist, sowas zu erzählen. Oh, nee. Wie bist du eigentlich heimgekommen? So nass und ohne Klamotten? Ja, genau. Wie bist du eigentlich heimgekommen, so nass und ohne Klamotten? Ja, wie bin ich eigentlich heimgekommen? Der Förster hat mich aufgegabelt, hat mir seine Hundedecke gegeben, aber erst nachdem ich ihm versichert habe, dass ich kein Exhibitionist bin, weil ich ja keine Klamotten mehr hatte. Naja, wahrscheinlich habe ich es verdient. Die Aktion war ein bisschen drüber.
Sieh an, da hat jemand seine Lektion gelernt. Ja, mal sehen, wie lange das vorhält. Ha? Wahrscheinlich genau bis zur nächsten Frau, die hier vorbeikommt. Nein, davon bin ich erstmal kuriert. Ja. Was hat er gesagt? Dass er meine Frisur mag. Ja, das ist doch toll. Hast du es ihm denn nicht gesagt? Ach Mann, ich habe mich nicht getraut. Warum nicht, Judith? Naja, dann das nächste Mal eben. Ne? Ja, wenn es nächstes Mal gibt. Ja, warum nicht? Weil Konstantin mir aus dem Weg geht. Er denkt, ich bin nur aus Mitleid nett zu ihm. Und an seiner Stelle hätte ich da auch keinen Bock drauf. Ja, ihr macht es euch aber nicht gerade einfach. Also, Ey, was soll ich denn machen? Ich kann ihn doch nicht zwingen, mit mir zu reden. naja, vielleicht wäre das ja die Lösung. Lydia. Mist. Bist du fertig? Das funktioniert nicht. Sag mal her. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hab ich doch gesagt. Nicht so schlecht, das ist unterirdisch. Die Stimmung kommt überhaupt nicht rüber auf dem Foto. Ja, ist ja meistens so, ne? Es zeigt immerhin, wie du dich ins Zeug gelegt hast. Und das war doch der Plan. Genau, 5 Fleischsternchen für Judith. Was ist, wenn ich ihm einen Film mache? Den könnte ich ihm doch übers Netz schicken. Du kannst auch eine Bauzeichnung anfertigen und ihm die per Post schicken. Meinst du? Moment mal, es geht doch hier nicht darum, einen Kunstpreis zu gewinnen. Ja, leider. Konstantin soll merken, dass wir beide zusammengehören. Das ist irgendwie 100-mal schwerer. Probier's doch mal auf die traditionelle Art. Das ging beim letzten Mal schon in die Hose. Du kannst natürlich auch stundenlang darüber nachdenken, wie du den am Ja, besten ja, Songs- ja. Genau, auf jeden Fall hast du keine Zeit mehr, denn sein Flieger geht gleich. Also, hopp. Mann.